Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Bruno und ich bin mit einem kleinen Honda-Motorrad in Chile unterwegs. Das Ziel ist Ushuaia und wieder zurück nach Santiago. Heute geht es schnurstracks von La Serena in Richtung Süden in 2 Tagesetappen mit insgesamt 837 Kilometern nach Rari bei Colbún, wo ein ökologischer Workshop stattfindet. Den Tipp habe ich von Diego erhalten, bei dem ich, wenn es zeitlich geklappt hätte, rufen wollte. Siehe dazu die vorigen Episoden. Überwiegend Strecke machen ist nun die Devise, denn der Workshop fängt doch schon am Freitag an. Am ersten Tag bin ich bis kurz vor San Antonio gekommen, überwiegend die Autopista Ruta 5, welche die Hauptverkehrsachse von Chile ist. Der Kohlelaster, den habe ich eine Zeit lang verfolgt, das ging auch, aber der ist schwer geladen und beim Gefälle muss er stark zurückschalten. Also von daher das ist auch nicht die Lösung. Was man machen muss, ist endlich die Ohrschützer aufsetzen, weil der Wind ist doch ein bisschen laut im Helm. Großen Maschinen ist auf der Strecke natürlich mehr Start zu machen. Man kann 120 fahren, bei 130 wird es auch noch nichts sein. Also hier in Chile macht es vielleicht Sinn auf der Autobahn, auf der Autopista. Aber das ist auch die langweilige Strecke, aber leider oft notwendig zum Überwinden. Also in dem Fall mit 90 wie ich, jo. Dann haben wir noch einen neuen Freund hier. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt. War vorher im Schatten, jetzt hat er gemeint, er hat ein wenig gestrichen bekommen. Jetzt liegt er im Sand. Und fühlt sich angesprochen. Gell?
Küche. In die Richtung ist der Weg. Fahrzeug ist schon ein bisschen getarnt, es glänzt und so. Also, Sonne ist sogar ein bisschen rausgekommen. Was will ich mehr? Aber jetzt im Agriforst einen versteckten Platz auf einem Seitenweg. Ja, da wird das Zelt aufgestellt nebendran. Na, da wird mich so keiner finden. Das war mein Schlafplatz. Ganz ruhig. Bisschen Straße hört man. So, jetzt hoffe ich nur, dass das Gatter offen ist. Gestern Nacht ist noch ein Auto durchgefahren. Naja, mal sehen. Das Problem stellt sich dann, wenn es da ist. Eukalyptuswäldchen, relativ tot, ein paar Vögelchen. Sehr, sehr trockener Boden. Sehr gut, danke schön. Buenos días.
53. ¿Cuánto? Full. Full. Mache ich mal Frühstückspause, ist kurz vor 11. Ihr hört ja, stark befahrene Straße, aber ein windgeschützte Parada, schön gemacht. Und hier gibt es ja noch Zwetschgenbäume, ganz viele Erdbeerfelder. Also hier ist schon fruchtbar. Kleine Landstraße bin ich jetzt gefahren, also jetzt gibt es Frühstück. Ach ja. Wollte eigentlich einen Kaffee besorgen in einen von den 2 Ortschaften, aber das sind immer so komische Buden, die sehen eher ein bisschen düster aus. Warum waren wir jetzt so blöd? Bin ich jetzt weitergefahren. Deswegen gibt es jetzt mal keinen Kaffee. Ich könnte mal einen Kaffee machen, aber ich hätte noch ein Wasser besorgen sollen, das hätte ich kaufen können. Ich habe noch Wasser, aber will nicht alles aufbrauchen und für einen Kaffee machen. Da fühlt man sich doch fast schon wieder heim. Da gibt es ein Bagno, dort hinten gibt es eine Trockentrenntoilette, da hinten sind die Anden, der Anfang von der Ande. Ich habe jetzt schon 2, 3 Leute getroffen, aber die anderen sind noch sonst unterwegs. Heute Abend gibt es dann noch eine indianische Sauna. Naja, Sauna ist nicht mein Ding, aber mal schauen. Da ist die große Hürde, wo man sich trifft. Das ist doch schön hier, oder?